Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken uns heute den Quickblick in den September an. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht die Monate verdrehe. Also der Quickblick in den September für das Kollektiv. Und ihr könnt in 1-2 Tagen noch den Quickblick für euer Element sehen. Für die Sternzeichen reicht es mir jetzt leider nicht. Aber Element ist ja immerhin noch ein bisschen eine Verfeinerung der Aussagen. Okay, wir haben in der Mitte hier den Beruf, die Berufung, die Stabilität, Themen, an denen ihr arbeitet, Möglichkeiten für neue Verträge, Aufträge, berufliche Verbindlichkeiten. Aber natürlich fällt auch das Thema Arbeit an der Partnerschaft raus. Hier geht es ein bisschen darum, ungute Situationen nicht mehr zu nähren. Möglicherweise haben hier viele das Thema Liebe, Partnerschaft, Beruf mit an Bord. Und alles, was sich so danach anfühlt, dass ich die Dinge, die ich machen möchte, muss, auch mit einer gewissen Liebe dazu machen kann. Und da geht es darum zu gucken, wo sind hier Verstrickungen, wo geht es raus. Die Sonne fällt drauf, heißt für uns, die beste Qualität liegt mit dabei. Auch hier speziell eine sehr genesende, regenerierende Qualität. Großes Potenzial für irgendwelche Prozesse, an denen man schon ein bisschen länger mit der Genesung rummacht, der Situation. Hier kann es auch um Themen gehen, die du eventuell im beruflichen Bereich mit einem Vorgesetzten hast. Oder es geht eben darum, hier auch deine berufliche eigene Größe zu leben. Okay, also viele Stabilitätsthemen. Wir haben Haus, wir haben Beziehung, wir haben Arbeit, Stabilität. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch im selbstständigen Bereich möglich, hier gute Kontakte auch zu kriegen. Andere können Dinge mit Ämtern hier positiv klären. Andere haben hier die Genesung von Trennungen, also da, wo du nochmal so einen Schritt weiter kommst. Und es ist irgendwie auch eine Zeit, wo die Leidenschaft so ein bisschen Einzug ins Leben nehmen möchte. Es geht hier auch viel ums Umfeld, ne? Um das getragene Umfeld, um die Gefühle, die damit verbunden sind. Nenn es Heimkommen, sich zu Hause fühlen, Vertrauen in die Umgebung haben, aber die Grundtendenz ist hier schon mal ganz gut, ne? Hier kannst du unter Umständen auch alle Dinge, die du im häuslichen Bereich hast, in eine gute Energie bringen. Also zum Beispiel, du suchst eine neue Wohnung, du suchst irgendjemand, der dein Haus kauft oder so. Das liegt hier alles sehr gut. Dann gucken wir mal weiter. Ja, hier sieht man irgendwie eine Gefühlsblockade, eine größere. Hier liegt oben die Sense, das heißt, wir haben hier die Verwundung mit dran. Wir haben hier unter anderem vielleicht auch so Themen, die sich eben nicht gut anfühlen, die, nennen es jetzt giftig oder so sind oder ja ungesund, nennen wir es einfach so. Und hier wird gut aufgezeigt, wo die Hindernisse sind und wo der Konflikt eigentlich ist und wie wir diesen auch lösen können. Also das, was hier zentral liegt, das ist sehr harmonisch und ich glaube, danach streben wir auch, ja. So, hier kommt die Harmonie, das Gefühl des Friedens mit dem Außen, mit dem Innen. Also mit allem praktisch, was dich so umgibt, was wichtig für dich ist. Und ich habe hier einige Einflüsse auch vom Außen, die dir zu mehr Harmonie verhelfen. Ne? Also das Außen bringt dir hier Situationen, die genesender Energie sind,
die dir ein bisschen Frieden auch mit auf den Weg geben. Ja, hier liegt es ganz schön. Hier haben wir die Finanzen angezeigt an alle, die irgendwie auf eine finanzielle Nachricht warten oder im Bereich der Finanzen irgendetwas zu klären haben. Da kommt hier der glückliche Ausgang, die Nachricht dazu. Auch auf dem kurzen Weg dann im September. Ne? Sieht hier auch so aus wie ein kleiner Zuwachs im finanziellen Bereich. Kann auch unerwartet kommen. Oder es ist eben eine Nachricht, wo du schon länger drauf wartest für irgendeine Zahlung oder irgendetwas, was dir hier vor die Füße geworfen wird. Unter anderem sind hier vielleicht auch Entscheidungen zu treffen im finanziellen Bereich. Eventuell steht das Thema an, finanziell neue Wege zu gehen. Und das kann hier auch dein Gegenüber betreffen. Was hier schön ist in dieser Legung, ist, dass der Weg oder die Option dazu recht schön ist. Und dass das, was du gibst, das wird dir hier auch zurückgegeben. Also es kann auch ein finanzieller Ausgleich sein, den du irgendwie schon in der Vergangenheit auf den Weg gebracht hast und jetzt kommt er. Das oben schickt uns hier tatsächlich Kurskorrekturen mit. Etwas nimmt Fahrt auf, das kann jetzt mit deinem Partner zu tun haben, das kann mit diesen zentralen Themen zu tun haben. Und etwas korrigiert sich hier auch so für dich, wo du innerlich, ich würde mal sagen, deinen Frieden irgendwo schließt. Das kann auch mit einer Situation sein, die du mit deinem Gegenüber hast, ein immer gleiches Thema. Es kann hier mit den Finanzen natürlich auch um Geld gehen, um Selbstwertthematiken, um gemeinsame Entscheidungen oder eben auch um Dinge, wo du sehr viel investierst von dir. An sich sieht es hier so aus, dass Energien, die dir Unruhe gemacht haben, die dich ausblockiert haben, hier mit den Blumen eine gute Sache wieder in Fahrt bringen, so ein Ausgleich für dich, eine Balance und eine Veränderung in die Dinge, die Umbruch benötigen oder wo es Stagnation gab. Hier sehen wir das neue Kapitel, das liegt ganz unten, aber auch das Beenden von etwas. Also so wie das hier aussieht, hat hier im September eine ungesunde Situation ein Ende und kann hier ein neues Fundament auch für dich finden. Wir gucken mal, was die Vögel noch dazu sagen. Da sind mir zwei rausgekommen. Das Käuzchen. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Weisheit, Klugheit und neue Ideen. Ich führe dich durch dunkle Zeiten und unterstütze dich bei der Bewältigung verborgener Ängste. Das hatten wir hier oben, ne? Und den Nymphensittich. Du bist sehr gesellig und liebst es, mit Menschen zusammen zu sein. Wie ist es derzeit um dein soziales Leben bestellt? Hast du die richtigen Menschen an deiner Seite? Also das sieht man hier zentral, ne? Es geht sehr viel um deine Umgebung, dein Umfeld, um da auch zu gucken, was tut mir nicht gut, was braucht eine andere Energie, wo ist die Situation vielleicht auch sogar ungesund für mich oder bringt mich nicht weiter, wo muss ich was beenden und eine Veränderung herführen. Was ich hier auch noch habe, hier unten, ist, dass tatsächlich im September die Dinge so sein können, dass dir ein Wissen offeriert wird, das sich dir bisher nicht gezeigt hat, das eine Veränderung mitbringen kann. Guckt mal. Signale aus dem Zauberwald. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Dinge passieren. Und es wird vielleicht auch ein Monat, wo man jetzt nicht so viel nachdenken soll, sondern wo man mehr in diesen Lebensfluss wieder reingeht. Dann brauchen wir noch ein Engelchen. Gut, der Engel der Entscheidung. Entscheidungen gehören zum Leben und
Hier darfst du auch verstärkt auf dein Bauchgefühl hören. Was sagt dein Bauchgefühl? Wo fühlt es sich richtig an, wo nicht? Vertrau auch darauf, dass das oben dir zur Seite steht, wenn du richtige Entscheidungen treffen möchtest. Und höre dabei auch sehr verstärkt auf dein Herz, denn das sagt dir wahrscheinlich hier auch schon länger, wo eine Entscheidung ansteht, wo man es aber noch nicht so richtig greifen kann oder wo man noch rausschiebt, ne? Okay, ihr Lieben, ich höre auf, deshalb ist es ja ein Quickblick. Und wie gesagt, ihr könnt es auch für euer Element die nächsten 1-2 Tage abholen. Ihr Lieben, ich drücke euch, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.